Auch wenn die Schattenbahnhöfe und Abstellgleise meiner aktuell im Bau befindlichen Anlage einmal eine Heimat für mehr als 50 Zuggarnituren bieten sollen, ist es leider noch lange nicht ausreichend Stauraum, um alle meine Züge unterzubringen. Nun kann man natürlich seine Lokomotiven und Waggons weiterhin in den Originalkartons lagern und nur bei Bedarf herausholen oder Lagermöglichkeiten in Schubladen oder Aufbewahrungsboxen dafür schaffen. Ich wollte allerdings eine Möglichkeit haben, komplette Zuggarnituren auslagern zu können, ohne sie jeweils teilen zu müssen. Vor allem bei Zügen mit einer festen Verbindung möchte ich mir hier sehr viel Arbeit sparen. Dabei bin ich schon vor einigen Jahren auf die Trainsafe-Vitrinen der Firma HLS Berg gestoßen. Diese gibt es in zwei grundsätzlich sehr unterschiedlichen Ausführungen. Die Trainsafe Vision ist eine Vitrine aus klarem Acrylglas, in der Züge nicht nur aufbewahrt, sondern auch sehr schön präsentiert werden können. Hierfür gibt es auch spezielle Wandhalterungen. In Trainsafe Travel Vitrinen aus Kunststoff werden die Modelle hingegen mit Schaumstoffelementen fixiert und können so auch sicher transportiert werden. Für meine Sammlung habe ich beide Versionen im Einsatz. Beiden gemeinsam ist, dass komplette Zuggarnituren direkt aus der Anlage in die Vitrine gefahren werden können oder auch wieder zurück, ohne sie teilen oder umpacken zu müssen. Zu diesem Zweck habe ich ein spezielles Anschlussgleis, das HLS Berg für verschiedene Gleissysteme ebenfalls anbietet, in die Ausfahrt meines unteren Schattenbahnhofs integriert. Um nicht eine Sprungschanze für meine Züge zu bauen, falls die entsprechende Weiche einmal falsch gestellt sein sollte, habe ich einen einfachen Schutzmechanismus konstruiert, der von der Bugklappe einer Autofähre inspiriert ist. Sobald dieser hochgeklappt ist, kann ich die Vitrine, in diesem Fall eine Trainsafe Vision, auf den Adapter aufsetzen, der sowohl den Strom überträgt, als auch für den ausfahrenden Zug eine durchgängige Gleisverbindung bietet. Das andere Ende der Vitrine setze ich auf einem einfachen Dreibein mit der passenden Höhe ab. Da die Vitrinen sehr unterschiedlich lang sind, bei mir sind Längen zwischen 30 und 180 cm im Einsatz, wobei es sogar Vitrinen bis 3 Meter geben würde, habe ich mich bei meiner aktuellen Anlage gegen eine feste Auflage entschieden, die mit der Anlage verbunden ist, sondern setze auf diese flexible Lösung. Auch wenn das Dreibein keinen überaus stabilen Eindruck hinterlässt, so hat es sich doch bisher in allen Tests als ausreichend standfest erwiesen. Nach dem Stellen der entsprechenden Weiche kann der VT 11.5 nun aus eigener Kraft aus der Vitrine auf die Anlage fahren. Da der Bau meiner Modellbahn-Traumanlage aber noch nicht sehr weit fortgeschritten ist, zumindest kann ich dem Triebzug noch keinen großen Auslauf bieten, fahre ich ihn lieber gleich wieder zurück in die Vitrine und zeige stattdessen noch die Trainsafe Travel Lösung. Diese besteht aus schlagfestem, undurchsichtigem Kunststoff und bietet den Modellen auch beim Transport Schutz. Nach dem Abnehmen der beiden Deckel kann die Vitrine aufgeklappt werden. Da die beiden Seitenteile durch einen Magneten zusammengehalten werden, bedarf es dazu ein wenig Kraft. Nun sieht man auch gut die Schaumstoffeinlagen, die die Modelle fixieren. Dies soll laut Hersteller auch für empfindliche Einbauteile kein Problem darstellen. Da ich selbst aber diesbezüglich bisher eher vorsichtig war und die Lagerung von gesuperten Fahrzeugen noch nicht ausprobiert habe, kann ich das aber nicht garantieren. Auch aus dieser Vitrine kann der Zug selbstständig auf die Anlage fahren oder eben wieder zurück. HLS Berg bietet auch Vitrinen an, in denen die Gleise nicht als Messingschienen eingelassen sind, sondern lediglich ins Acryl eingefräst sind.
Diese sind günstiger, aber eine Stromübertragung und ein Antrieb der Modelle ist natürlich nicht mehr möglich. Auf der anderen Seite der Produktpalette gibt es Funktionsdisplays, in denen die Modelle beleuchtet und sogar wie auf einem Rollenprüfstand betrieben werden können. Wobei die Vitrinen von HLS Berg sehr hochwertig verarbeitet, aber nicht eben gerade billig sind. Aber das gilt ja leider mittlerweile für sehr viele Bereiche unseres wunderschönen Hobbys. Nach dem Abnehmen der Vitrine, dem Herunterklappen des Schutzmechanismus und dem erneuten Umstellen der Weiche an der Ausfältelung kann die Anlage nun wieder dem normalen Betrieb übergeben werden. Oder könnte sie, wenn sie dann schon fertig wäre, was aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Soweit für heute wieder einmal zu meiner ganz persönlichen modellbaren Traumanlage. Würde mich freuen, wenn ihr mich bald mal wieder in meinem Hobbykeller besucht. Man sieht sich!